In diesem Video möchte ich die Baureihe 628 der Deutschen Bahn im Modell und Vorbild vorstellen, und zwar in der Ausprägung als Sylt Shuttle Plus, die Geisterbahn. Als die aus den 50er Jahren stammenden Schienenbusse der Baureihe VT95 durch Dieseltriebzüge mit erhöhter Geschwindigkeit ersetzt werden sollten, wurde 1974 von der Waggonfabrik Uerdingen und MAK ein zweiteiliger Dieseltriebzug mit der Baureihenbezeichnung 628 vorgestellt. Seit Ende 2015 setzt die Deutsche Bahn 11 Fahrzeuge der Serie 628.4 unter der Bezeichnung Sylt Shuttle Plus auf der Marschbahn von Westerland nach Nübel oder Bredstedt ein. Die 11 Triebzüge, von denen einige bereits abgestellt sind, tragen die Namen der Ortschaften auf Sylt. Für den Einsatz wurde ein spezielles Marketing- und Farbkonzept entwickelt. Hier zu sehen das Vorbild des Rocco H0-Modells mit dem Namen Westerland. Wie kam es nun zur Bezeichnung Geisterbahn oder Geisterzug? Bereits im Jahr 2003 versuchte ein Wettbewerber der Deutschen Bahn, in das lukrative Autozuggeschäft von Nibel nach Westerland einzusteigen. Nachdem die Deutsche Bahn dies noch gerichtlich verhindern konnte, führte ein letztinstanzliches Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Anfang 2015 zu einer Öffnung. Wie Diskussionen im Bundestag sowie im Landtag Schleswig-Holstein zu entnehmen ist, erfand die Deutsche Bahn daraufhin den Sylt Shuttle Plus. Nach eigener Auskunft nutzten im Jahr 2018 im Schnitt 1,6 Reisende den Zug, und das bei einem Angebot von 150 Sitzplätzen plus 12 Fahrräder. Das bedeutet, dass praktisch jeder Zug komplett leer fährt. Um Rangierzeit zu sparen, wurde 2016 im Bahnhof Westerland extra ein kurzer Bahnsteig für den Sylt Shuttle Plus errichtet. Der Trick besteht unter anderem darin, den Dieseltriebzug in Westerland an den Autoreisezug Sylt Shuttle anzukoppeln, ihn bis Nibel mitfahren zu lassen und dort wieder abzukuppeln. Dadurch entstehen in Relation zur kurzen Fahrstrecke lange Rangierzeiten, die die Fahrzeit deutlich verlängern. Hier zu sehen ist das Ankuppeln im Bahnhof Westerland, wobei der Autoreisezug Sylt Shuttle ebenfalls in Gleis 5 direkt davor stehend beladen wird. So geht es dann über den Damm durchs Watt nach Nibel. Aktuell bietet DB Fernverkehr nur 8 Angebote täglich an. Die Fahrzeit ist dabei eine Viertelstunde länger als beim Regionalexpress 6, der noch 2 Zwischenhalte auf Sylt sowie einen auf dem Festland hat. Ein weiteres Problem sind die häufigen Zugausfälle. Aufgrund der komplizierten Streckenvergaberichtlinie führte der Trick mit dem Sylt Shuttle Plus dazu, dass die Deutsche Bahn die Zahl der Zugverbindungen des Wettbewerbers der Blaue Autozug Sylt gering halten konnte. Bei dem vorgestellten Rocco-Modell der Baureihe 628 handelt es sich um die H0-Wechselstrom-Version mit Sounddecoder. Das Modell hat eine Länge von 53,3 cm über Puffer, was exakt dem Maßstab 1:87 entspricht. Während der Motorwagen ein gutes Gewicht aufweist, ist der Steuerwagen für meinen Geschmack etwas zu leicht. Bemerkbar wird dies beim Aufgleisen der Achse mit dem Schleifer. Die beiden Triebzugteile sind über stromführende Kupplungen miteinander verbunden. Die Frontpartie ist im Vergleich mit dem Original sehr gut getroffen. Schauen wir uns die Beschriftung etwas genauer an. Das Farbschema und die Schrifttype wurden sehr gut getroffen. Auch Größe und Platzierung der Fahrzeugnummer entsprechen dem Original. Dies trifft auch auf die Zugbezeichnung zu. Nun zum Fahrverhalten. In der Betriebsanleitung gibt Rocco an, dass auch der kleinste Rocco-Radius R2 befahren werden kann. Dies entspricht dem kleinsten Märklin-Radius R1, der wie hier zu sehen gut gemeistert wird. Das maximale Ausscheren der Waggons in der Kurve von 3 cm zur Gleismitte liegt unterhalb des von den Herstellern angegebenen Mastabstandes und ist insofern akzeptabel. Da die Wagen nicht über einen ineinandergreifenden Faltenbalg verfügen, werden die Abstände in den Kurven sehr groß. Das Modell verfügt über mehrere schaltbare Lichtfunktionen.
Beim Anfahren geht die Führerstandsbeleuchtung aus und das Stirnlicht an. Beim Anhalten verhält es sich genau umgekehrt. Für einen ruckel- und flackerfreien Betrieb des Modells sorgt die Pufferung der Stromversorgung über einen 1000 Mikrofarad Elektrolytkondensator. Insgesamt zeigt das Modell sehr gute Fahreigenschaften. Der Zug fährt erst los, wenn der Abfahrsound abgespielt ist. Auch die voreingestellte Anfahr- und Bremsverzögerung ist aus meiner Sicht richtig gewählt. Schauen wir uns jetzt die Funktionen des Sounddecoders an. Zum Abschluss nun ein Vergleich des Fahrgeräuschs von Original und Modell. Zunächst das Original beim Ausrollen im Leerlauf. Bei höherer Drehzahl zeigt das Modell deutliche Dieselgeräusche. Beim zuschaltbaren Leerlaufgeräusch gibt es erkennbare Gemeinsamkeiten. Mich erinnert es aber eher an den VT95. Wie zu Beginn des Videos gezeigt, fährt der Sylt-Shuttle Plus, aber mit Ausnahme von Rangierfahrten im Bahnhof, immer nur gekuppelt an den Sylt-Shuttle Autozug. Im Auslieferzustand hat das Rocco-Modell an beiden Frontseiten Schienenräumer, Bremsschläuche und eine angedeutete Kupplung. Das soll nun geändert werden. Dazu wird zunächst das Drehgestell herausgezogen. Die Kupplung und die Bremsschläuche sind nur lose eingesteckt und können mit der Pinzette herausgezogen werden. Der Schienenräumer ist ebenfalls nur mit 2 Zapfen eingesteckt. Im Lieferumfang enthalten sind Stangen mit genormtem Kupplungsschacht. Diese werden über die Drehgestellhalterung gelegt und mit einer Feder befestigt. Jetzt kann eine handelsübliche Kurzkupplung eingesteckt werden. Damit ist das vorbildgerechte Ankuppeln an einen Autozugwaggon möglich. Die Fahrt mit dem Sylt-Shuttle Plus über die Modellbahn kann beginnen. Bis dahin.